Wer darf sich eigentlich Mennonit nennen? Sind die Mennoniten gläubige Christen Jesus ist unser Herr, unser Heiland. oder plattdeutsch sprechende Kolonisten? Alle mennonitischen Kolonien in Paraguay, dass die auch noch die plattdeutsche Sprache sprechen. Oder können sogar indigene und Latein-Paraguayer Mennoniten sein? Also definiert sie ihre Kultur oder ihr Glaube? Um das zu verstehen, reisen wir zurück. Wie kamen diese Menschen in den wilden Chaco Paraguays? Ihre Geschichte ist geprägt von Glauben, Flucht und dem unerschütterlichen Willen, ihre Überzeugungen zu leben. Willkommen zurück! Das ist heute der dritte Teil über die Mennoniten und der erste von euch gewählte Teil, nämlich über Geschichte und Glaube, aber nicht nur. Ihr habt ja im letzten Video abgestimmt, was ihr heute sehen wollt, und ich möchte heute erneut die Frage stellen, was wollt ihr beim nächsten Mal sehen? Also stimme wieder in den Kommentaren ab, ob Indigene, Frauen, Bildung, Alltag, Landwirtschaft oder Reittherapie. Wir sehen uns später im Video wieder und bis dahin viel Vergnügen. Stell dir eine Zeit vor, in der der Glaube nicht nur eine persönliche Entscheidung war, sondern ein Akt der Rebellion. Es begann mit den Vorläufern der Mennoniten. Im 16. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich beherrschte die römisch-katholische Kirche das Leben. Doch wegen Missständen wie Korruption und umstrittenen Lehren spaltete sich das Christentum in katholisch und protestantisch. Es waren Martin Luther in Deutschland und Ulrich Zwingli in der Schweiz, die Veränderungen forderten. Aber für einige Gläubige ging das nicht weit genug. Sie forderten eine radikale Rückkehr zur Bibel, keine Kindertaufe, sondern Erwachsenentaufe und keine Staatskirche, sondern eine Gemeinde freiwilliger Christen, ohne staatliche Einflussnahme. So begann die Täuferbewegung in Zürich im Januar 1525. Das war übrigens der Geburtsmoment der Anabaptisten. Anabaptist, was so viel heißt wie Wiedertaufen oder Wiedertäufer. Anabaptist, oder? Genau. Ja. Genau. Heißt das, dass man sich später für die Taufe entscheidet oder was genau heißt das? Genau, wir praktizieren nicht die Kindertaufe, sondern die Erwachsenentaufe. Das sind so zwischen, ich sage mal, heute 15 Jahre und darüber, 15, 16, da wo wir sagen, dass eine Person selber imstande ist zu entscheiden und selber die Entscheidung zu treffen, gut, ich habe mich für Jesus entschieden. Diese Täufer waren die Vorläufer der Mennoniten. Was waren die strengen Prinzipien, nach denen sie lebten? Es waren Glaubenstaufe nur für Erwachsene, Trennung von Kirche und Staat, absolute Wehrlosigkeit und Gewaltlosigkeit, Nachfolge Christi im Alltag durch Heiligung, Gemeindedisziplin und gegenseitige Hilfe. Ja, wenn ich privat mit Leuten spreche über die Mennoniten, merke ich oft, die haben noch nie was von Mennoniten gehört. Was ihnen dann jedoch oft was sagt, sind die Amischen. Genau, also die Amischen, die wollen ja keinen Strom, keine Autos, kein Computer, alles per Hand geschrieben, so weiter und so fort. Beide gehen auf die Täuferbewegung in Zürich 1525 zurück, haben sich dann aber anders entwickelt. Die Mennoniten sind aus Norddeutschland, Holland und die Amischen aus der Schweiz. Beide betonen Schlichtheit, Bescheidenheit und starkes Gemeinschaftsleben. Aber die Amischen sind viel zurückgezogener, während bei den Mennoniten es alles von konservativ bis fortschrittlich gibt. Es gibt noch ein anderes Erkennungsmerkmal, das bei den Amischen etwas mehr ausgeprägt ist. Noch eine Frage. Bitte. Und zwar, bei den Amish kennt man das ja so, dass die gerne längere Bärte Ja. tragen. Und hier in Mennoniten sehe ich das sehr selten. Wie Ja. kommt das? Gut, in Baden, Paraguay, wenn sie hier länger wären, würden sie wahrscheinlich aus hygienischen und aus Hitzegründen auch gerne den Bart abschneiden. Es ist aber auch ein ganz bisschen so, mein Opa zum Beispiel, Opa Friesen, der hatte einen Bart und das war eben klar, der hatte diesen Spitzbart so wie Sie und die anderen aber eher nicht. Dann ist die Stroessner-Zeit, da galten alle, die so aussehen wie Sie, ja, als Terroristen, Kommunisten. Ja. Und das war suspekt. Und dann sind die meisten Leute nicht mit Bart gewesen. Heute wollen die Männer ja ein bisschen ihre Männlichkeit zeigen und damit das auch zu sehen ist, ja, lassen sich jetzt all die jungen Männer so einen schönen Bart stehen, manche auch nur ein 3-Tage-Bart, aber auf jeden Fall, da muss schon mal was zu sehen sein.
Und wieder bei mir ist es, ich habe jetzt gerade Geburtstag gehabt und habe einen schönen Rasierapparat gekriegt von meinen Kindern. Ja, muss jeden Tag fleißig rasieren, sonst das hat sowas mit der Frau zu tun, die mag es, dass es wirklich schön glatt ist. Ja. So. Also ist kein Problem, man kann auch längere Bärte Ja. haben heutzutage. Ja, ja. Aber muss hier kurz sein? Naja, man muss die Stelle finden, wo das Essen reinkommen soll, ja. Und wenn dann der Joghurt da dran hängt, dann sieht das ja auch so ein bisschen suspekt aus, ja. Ja, Aber bei den Amish ist es so, da muss man den Schnauzer abrasieren, weil das ja Aggressionen zeigt. Oder? aha. Ja, könnte sein. Ich weiß das gar nicht, das ist bei uns kein Thema. Nur, dass in den letzten 15 Jahren mein Bruder Alfred, der hatte so einen Bart, so nicht so lang, aber doch so richtig. Und er tat das einfach, um den jungen Menschen zu zeigen, hey, ich bin nicht nur Tradition, ja? Ich kann einen Bart tragen, ich bin, wer ich bin. Und seine Frau hat das erlaubt. Meine Frau würde es ja lieber sehen, dass ich noch glatter rasiert wäre. Ja? Und so. Also die Mennoniten sind ja nicht ganz so streng. Bei den Amischen variiert es je nach Gemeinschaft, aber generell kann man sagen, dass die Amischen Bart tragen, ab dem sie verheiratet sind. Aber das war nur ein kurzer Exkurs zu den Amischen, zurück zu den Mennoniten. Also sie forderten ihre Prinzipien wie Gewaltlosigkeit, Erwachsenentaufe, aber diese Ideale machten sie auch zu Feinden. Katholiken und Protestanten sahen in ihnen eine Bedrohung für die Ordnung. Also begannen die Verfolgungen. Oft wurden sie auch ertränkt, eine bittere Ironie, weil sie waren ja für die Erwachsenentaufe und wurden durch das Ertränken spöttisch getauft. Aber die Täufer kämpften für ihren Glauben und flohen aus der Schweiz. In den Niederlanden gab es einen Priester, der auch immer größere Zweifel hatte, denn er fand zum Beispiel keinen biblischen Beleg für die Kindertaufe. Er schloss sich daraufhin den Täufern an und wurde später zum Namensgeber der Mennoniten. Heimlich predigte er in Wäldern, taufte die zerstreuten Gläubigen und betonte Pazifismus und Nächstenliebe. Seine Anhänger wurden Mennoniten genannt. Übrigens, die Mennoniten sprechen heute untereinander noch immer Plattdeutsch. Werner, du bist aan de Mennonitengemeente van Nederland geboren, zeg ik maar zo, getauft worden. Dit is mijn heimatgemeente. Dit is hoe ik opgewassen zie, hoe ik getauft worden zie, hoe ik getrouwd worden zie, hoe we gast vierden. Dit is hoe ik opgewassen zie. En voor mij krijgt ze, als je de nächste Generation von Werner, für mich ist es ein Verrasch gewesen, die Generation zu übernehmen von June. Und von daher ist es unsere die Herausforderung, Gemeinde, Glaube und Church wieder zu führen. Ja. Sie sind bekannt dafür, dass sie ihrer Gemeinschaft und Werten treu bleiben, wie dieses Beispiel hier. Dieses Bild im Zusammenhang mit Mennoniten hast du vielleicht schon mal gesehen. Es ist ein berührendes Beispiel ihrer Wehrlosigkeit. Dirk Willems, der 1569 floh und sein Verfolger brach ins Eis ein, er drehte sich um und rettete ihn, aber wurde danach dafür verbrannt. Diese Verfolgungen zwangen die Mennoniten zur Flucht. 1535 wanderten viele aus, und zwar von Holland nach Preußen. Verfolgt und gejagt flohen die Mennoniten aus den reichen Niederlanden ins preußische Weichseldelta. Es war ein sumpfiges, unfruchtbares Land, und weil polnische Adelige so beeindruckt waren von ihrem Fleiß, gewährte man ihnen Religionsfreiheit, solange sie das Überschwemmungsgebiet mit Dämmen, Deichen und Windmühlen in fruchtbare Auen verwandelten. Endlich konnten sie ihren Glauben frei leben. Doch der Preis war hoch. Es gab dieses Sprichwort: Man sagt, die erste Generation den Tod, die zweite den Not, die dritte Generation das Brot. Doch schlussendlich blühten nach 100 Jahren wunderbare und kinderreiche Kolonien auf. Doch ihr Wohlstand weckte auch Neid. Und es gab wachsenden Druck durch neue Steuern, Einschränkungen und die Gefahr, dass ihre Sonderrechte wie die Militärdienstfreiheit verloren gehen. Genau in dieser Situation, nach 250 Jahren in Preußen, erschien ein Angebot. Katharina die Große rief die Mennoniten 1788 nach Russland. Warum? Die erste Gruppe, die kam 1788, wurde sie gerufen als Bauern, um die Ukraine urbar zu machen. Dafür gewährte sie ihnen wieder ihre Privilegien, nämlich Religionsfreiheit, Wehrlosigkeit und eigene Schulen. Würde der Frieden dort endlich halten? Also, was geschah in Russland?
Wieder kamen die Mennoniten arm an und mussten aus dem Nichts etwas aufbauen. Doch mit viel Fleiß und Geschick ging es wieder aufwärts. Da gab es die Kolonien. Die beiden größten mennonitischen Kolonien waren Chortica und Molotschna. Also bei der ersten Kolonie, Chortica, 1789, kämpften sie noch gegen Winter, Dürre und Armut. Doch mit Fleiß wuchsen sie wieder. Ein paar Jahre später, in 1803, kam es zu einer zweiten Kolonie namens Molotschna. Und die wurde ein Leuchtfeuer des Wohlstands, reicher und erfolgreicher als zuvor. Aber der Teufelskreis lauerte. Und dann wurden wir irgendwann, das ist in der Geschichte oft so gewesen, zu den Gehassten, die dann vielleicht wieder verfolgt werden. Was meint Werner Franz damit? Ab 1870, nach 82 Jahren in Russland, entzog Russland die Privilegien. Die Russifizierung und Wehrpflicht bedrohten ihren Pazifismus und trieben viele konservative Mennoniten nach Kanada. Es war immer das gleiche Muster. Die ihre Autonomie behalten wollten, flohen und die anderen blieben. 1/3 war weg. Okay. 2/3 waren geblieben in Russland. All die traditionellen Mennoniten, alle, die waren alle weg. Also wenn Sie hier in Paraguay schauen, Durango, Rio Verde, Sommerfeld, Bergtal, Neumexiko, das waren alles Volksmennoniten und bringt sie nach Kanada rüber, weil Gott hat gesprochen. Ja, in der Bibel steht auf einer Stelle, dies ist der Weg, den geht. Die sagen das dann in Männerschen Platt, dies ist der Weg, den geht, ja. Also würde die Flucht nach Kanada Rettung bringen oder lauerte neues Grauen auf die Mennoniten? 1847 fanden die Mennoniten in Kanada Zuflucht. Wieder mit unbesiedeltem Land zum Urbarmachen, Religionsfreiheit und Wehrdienstbefreiung. In Manitoba bauten sie blühende Farmen auf, wurden wohlhabend, aber auch wurden sie oft isoliert oder ignoriert, da sie in geschlossenen Gemeinschaften lebten und wenig Kontakt zur anglo-kanadischen Mehrheit suchten. Ignorierten, um die kümmert sich niemand und ist okay. Und dann wurden wir zu denen, die beachtet wurden. Doch 42 Jahre später holte sie der Teufelskreis wieder ein. Warum? Im Ersten Weltkrieg galten sie aufgrund der deutschen Sprache und Wehrdienstverweigerung als illoyal. Außerdem führte ihr wirtschaftlicher Erfolg zu Neid, weil sie oft wohlhabender waren als ihre Nachbarn. Ja, mit dieser Wirklichkeit leben wir. Einerseits, ich sage das manchmal, einerseits bewundert, andererseits gehasst. Das ist sehr stark, ich weiß. 1916 zwang Kanada ihnen englische Schulen auf und wieder standen ihre Traditionen und ihr Glaube auf dem Spiel. Es war der Druck auf, dass sie beim Militärdienst mitmachen sollten, das wollten sie nicht. Die Schulen sollten verenglischt werden, das wollten sie nicht, sie wollten deutsche Schulen haben. Okay. Viele Mennoniten integrierten sich zwar allmählich stärker in die kanadische Gesellschaft und wurden später als produktive Bürger anerkannt, doch die konservativen Mennoniten wanderten 1926 nach Paraguay aus, das ihnen laut Gesetz wieder Religionsfreiheit, Wehrlosigkeit und eigene Schulen versprach. Im Chaco erwartete sie eine Trockensteppe mit extremer Dürre. Die Leute von Kanada, die ursprünglichen Mennoniten, die nach Paraguay kamen, das wollten die auch. Sie wollten ja gerade auf eine Art von der Welt weg. Sie wollten ihr Leben gestalten in ihrer Sprache, mit ihrem Glauben, mit ihrer Religion, mit ihren Gewohnheiten, unbeeinflusst von oder nicht unter dem Druck von der Außenwelt oder auch von der Regierung. Ja. Warum war es strategisch schlau, von Paraguay die Mennoniten einzuladen? So, es war wichtig für die paraguayische Regierung, dafür zu sorgen, dass dort Leute ansiedelten. Für die Mennoniten war das damals ein idealer Ort, weil der war fast nicht zugänglich. Also der Chaco, das ganze Gebiet westlich vom Paraguay-Fluss, zwischen dem Paraguay-Fluss und Bolivien, unbesiedelt. Und da war Bolivien im Westen und die bedrohten immer wieder, dass sie den Chaco einnehmen würden. In der grünen Hölle des Chaco gründeten also kanadische Mennoniten die erste Kolonie namens Menno und schufen 100 Dörfer. Erinnerst du dich? In Russland sind ja manche Mennoniten nach Kanada geflohen, aber manche sind auch dort geblieben. Die blieben, hatten später aber mit dem Misstrauen gegen Deutsche zu kämpfen. Einmal während des Ersten Weltkriegs und dann unter Stalin.
Weil Stalin sah die Mennoniten als Bedrohung, weil sie ethnische Deutsche waren und in den Augen der Sowjets potenziell illoyal gegenüber der UdSSR. Wegen ihres Reichtums und deutscher Herkunft gab es Enteignungen, Zwangskollektive und Massendeportationen nach Sibirien. Keiner, absolut keiner wollte zurück nach Russland. Alle hatten Angst. Der Stalin wird uns hier noch kriegen. Keiner wollte zurück, auch nicht mein Opa, obwohl er in Russland ein erfolgreicher Bauer war. 1929 entkamen nochmal tausende Russland-Mennoniten durch Stalins Rotes Tor. Die gründeten dann die zweite Chaco-Kolonie in Paraguay, die Kolonie Fernheim. Als Fernheimer hatten wir Glück, dass die Menno-Leute schon hier waren. Das waren Leute von Kanada, die aus Traditions- und religiösen Gründen hier die Kolonie Menno gegründet haben. Und wir sind ja Russland-Flüchtlinge und wir durften nicht nach Kanada, nicht nach USA, in Deutschland auch nicht bleiben. Und dann hat man gesagt, neben der Menno-Kolonie werden wir die Kolonie Fernheim gründen. Und die Mennos haben uns sehr viel geholfen. Die haben uns mit ihren Wagen, Ochsenwagen, bis auf diese Kämpe gebracht. Und dann ist mein Opa abgestiegen und hat gesagt, Cenia nous sind vitus. Kinder, jetzt sind wir zu Hause. Er war mit dem Leben davongekommen. Heute gibt es 3 Chaco-Kolonien. Im Vergleich zu den ersten beiden Gemeinden Menno und Fernheim sticht die 3. Kolonie namens Neuland heraus, nämlich aus 2 Gründen. Erstens, dass sie erst viel später, nämlich 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Und zweitens, dass diese Siedler damals von Kanada abgelehnt wurden. Warum das so war, erfahren wir gleich noch, wenn wir nach Neuland fahren und dort nachfragen. Heute spricht man bei den Kolonien im Chaco, das ist in Westparaguay, von den fortschrittlichen Mennoniten. Es gibt in Paraguay aber auch andere Kolonien, die den alten Traditionen noch strenger folgen. Jetzt mit Ostparaguay, da hat es halt Friesland, Volendam, dann gibt es Sommerfeld, Bergtal, Tres Palmas, das sind so andere Kolonien, die, sage ich mal, sehr gleichgesinnt sind. Dann gibt es aber auch diese traditionellen Kolonien, die jetzt in den letzten Jahren schon nicht mehr so ganz traditionell geblieben sind. Das sind Rio Verde, Manitoba, Durango. Das sind die, wo bis vor einigen Jahren alle noch mit dem Pferdewagen gefahren sind. So wie man sich die Amish vorstellt. Ähnliche. In Ostparaguay haben wir etwa 10 verschiedene, auch so mennonitische Siedlungen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind ähnlich wie die im Chaco, manche sind eher sehr konservativ in ihrer Lebensweise, in ihrer religiösen Tradition, in ihrer Art, wie sie Gemeinden, Kirchen gestalten, in ihrer Art, wie sie Schulen gestalten. Sehr, sehr unterschiedlich. Im Chaco bei den Fortschrittlicheren sieht man es also eher so. Wir haben ja gar nicht mehr so schlimm viel Tradition. So empfinde ich. Wir haben den Glauben an Gott, das ist für uns keine Tradition, das ist eine Überzeugung. Ich habe nicht das Empfinden, dass die jungen Leute so sehr gegen die Tradition rebellieren. Natürlich gibt es eine ganze Menge, die würden gerne mal rauchen, trinken, huren und weiß nicht was noch alles, leben wie man in der Welt lebt. Und dann mit einmal sehen sie ein, dass das auch nicht befriedigt. Und dann mit einmal sind sie manchmal schon ein bisschen älter und finden zum Glauben. Aber ich würde sagen, weniger zu dieser Tradition. Ja, also wir haben nicht Tradition in Kleidung, im Lebensstil natürlich, wir sind ein bisschen arbeitsam. Wie sieht der Glaube im Alltag der Mennoniten aus? Auf unserer Reise nach Neuland erfahren wir, was an den Gründern dieser Kolonie so besonders war. Kanada nahm damals in den Mitte 40er Jahren nach dem Weltkrieg, die nahmen keine Leute auf, die hilfsbedürftig waren. Die wollten arbeitsfähige Leute aufnehmen. Aber diese Leute, das waren Flüchtlinge, das waren Kranke, das waren zum Teil Alte. Zum Beispiel meine Eltern kamen als 15-, 16-Jährige hier nach Paraguay. Ohne Vater, beide. Der Vater war irgendwo in der Verbannung in Sibirien oder schon tot. Mit einer Mutter, die krank war, mit einer Großmutter, die gelähmt war. So kamen die her und begannen diese Siedlung hier. Und das war das Los, das war die Situation von sehr vielen. Ja. Diese Kolonie wurde übrigens unter einem anderen Namen gegründet, nämlich Neu-Halbstadt. Das war aber ein Zungenbrecher für die spanische und indigene Bevölkerung.
Also Kranke, Hilfsbedürftige und viele Witwen kamen um 1947 nach Paraguay und haben zum Bau der Kolonie Neuland beigetragen. Dennoch hat sich die Kolonie gut entwickelt. Manfred Grünwald, der Gemeindeleiter, erzählt mir über die Anfänge der Kolonie. Dort hat man als erstes eine kleine Gemeinde gegründet, wo man natürlich beides gesehen hat. Die Not der Leute, die Arbeit gesucht haben, die Kinder, die Erziehung und Bildung brauchten, weil man genau gesehen hat, also die Leute brauchen mehr wie nur Geistliches, sondern sie brauchten genauso auch Schulbildung und so weiter. Manfred Grünwald gibt mir eine Tour durch die Kirchenräume und eines fällt mir auf. Dabei sein können. Familienfreundlich. Und, genau. Ein Stillzimmer und ein Babyzimmer, so dass die Familien mit dabei sein können. Das ist echt gut, oder? Ich denke mir, vielleicht in Österreich viele wollen dann gar nicht in die Kirche gehen, weil sie denken, sie würden stören Ja. oder die Kinder sind unruhig. Und das ist eigentlich eine perfekte Lösung dafür, oder? Also Eltern dürfen mit ihren Kindern gerne in der Bank sitzen. Aber wir gehen heute immer davon aus, dass immer dann, wenn Eltern mit ihren Kindern zur Kirche kommen, zur Gemeinde kommen, dann kann die Gemeinde bestehen bleiben. Wenn wir die Kinder immer zu Hause lassen oder die Kinder nicht Teil der Gemeinde sind, dann hat die Gemeinde wenig Zukunft. Dann stirbt sie irgendwann mit einer Generation aus. Es gibt ja auch neue deutsche Einwanderer hier. Kommen die auch in die Kirche oder eher nicht? Ja, schon. Ja? Ja, schon. Die meisten kommen auf alle Fälle einmal schauen, sich einen Einblick machen und wir sind offen für jeden, der reinschauen will. Und einige von ihnen machen sich auch ein Zuhause hier, werden Mitglieder, andere aber auch nicht. Und das ist ja auch sehr in Ordnung. So jeder kommt ja aus irgendeinem Grund, geht er irgendwo weg und kommt her. Und wenn das Zuhause für ihn auch ein Zuhause werden kann, sind wir sehr, sehr offen für die Leute, die kommen. Und es kommen deutsche und auch spanisch sprechende Leute. Wir haben auch heute, bieten wir jeden Sonntag eine Übersetzung an für Leute, die kommen und nur Spanisch verstehen. Die Gottesdienste sind gewöhnlich immer in Hochdeutsch. Und nie auf Plattdeutsch? Plattdeutsch mögen wir sehr, aber dadurch, dass wir unsere Literatur, also gelesen wird, immer in Hochdeutsch, gerne sprechen wir auch auf Plattdeutsch, weil wir uns da dann doch immer zu Hause fühlen. Aber dadurch, dass sich dann sprechen und lesen und ausführen, abwechseln, bleiben wir die meisten wenigstens lieber in Hochdeutsch. Sollte dazu wahrscheinlich gesagt werden, dass in anderen mennonitischen Einwanderern, mennonitischen Gemeinschaften das Plattdeutsche viel stärker gepflegt wird. In Ostparaguay, Rio Verde, manche von diesen traditionellen Mennoniten, da werden Gottesdienste durchgehend komplett in Plattdeutsch durchgeführt. In Menno, eine der größeren Siedlungen hier in der Nähe, eine ganze Reihe Gemeinden haben auch, also Lokalgemeinden haben auch plattdeutsche Gottesdienste. Also es ist schon eine unterschiedliche Situation. Hier ist es eben viel weniger verbreitet. Ja, die plattdeutsche Sprache gehört noch zu unserer Muttersprache und wenn wir wir beide pflegen sie erzählen, dann gerne. wird das immer im Würde Plattdeutsch es in Plattdeutsch Ja. sein, ja. Wollt ihr Ja. euch kurz über die Kirche unterhalten, ein, zwei Sätze, so als wären wir nicht hier? Das wird ihr nicht hier. Sehr gerne, Werner. Du bent aan de Mennonitengemeente van Nederland geboren, zeg ik maar zo, getauft worden. Dit is mijn heimatgemeinde. Dit is hoe ik opgewassen zie, hoe ik getauft worden zie, hoe ik getrouwd worden zie, hoe we gast vierden. Dit is hoe ik opgewassen zie. Es ist interessant, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Bibel in vier verschiedenen Übersetzern in die plattdeutsche Sprache übersetzt worden ist. Und sie wird viel gebraucht in Bolivien besonders. Sie wird viel gebraucht in den in diesen traditionellen mennonitischen Gemeinschaften in Ostparaguay. Sie wird weniger gebraucht in diesen 3 Kolonien im Chaco. Ja? Aber diese Sprache, das Plattdeutsche ist unsere Herzenssprache. Das ist, wenn wir zu Hause mit unseren Kindern sprechen, sprechen wir die, unsere Großkinder schon nicht. Heute wohnen auch viele Indigene in der Gegend, aber können die jetzt eigentlich auch Mennoniten werden? Ursprünglich glauben die an Naturgeister, oder? Und die Indigenen, oder? Normalerweise glauben sie an Naturgeister. Es ist so, dass die Inklit hatten keinen einzigen positiven Geist. Die Inklit. Nur negative Geister. Nur Angst, oder? Nur immer Angst. Nur immer der schreckliche Geist.
der in einem Toten lebt und in irgendeinem Wesen. Und wenn dann wer starb, dann musste das alles verbrannt werden, weil der Geist raunte noch hier und da und dort. Das klingt ja erstmal ziemlich weit entfernt von den Werten der Mennoniten. Denn indigene Mennoniten müssten ja dann auch an die Bibel und ihre Prophezeiungen glauben, oder? Glauben die Mennoniten an eine Wiederkunft von Jesus? Wir glauben an die Wiederkunft. Das wird dann auch nochmal richtig gut werden. Ich bin ja sehr stark kurzsichtig. Ich freue mich ganz besonders im Himmel. Da will ich ganz weit sehen können. Das wird herrlich sein. Ja. Wenn du in den Kolonien bist, wirst du merken, Gott ist sehr präsent im Alltag. Die Leute segnen ihr Essen, bevor sie essen. Und Gott wird auch immer wieder erwähnt, nicht nur von den Mennoniten. Und hier rechnet sich das nur, weil Gott sagt, ja, ich will die Reitschule. Und wie wir damit klarkommen werden, das weiß nur Gott. Also so arbeitet manchmal Gott mit Politik und Gemeinden zusammen. So I was finishing my Bible school, and then I wrote an email. Mirta Perez ist selbst Indigene vom Volk der Nivakle. Sie hat sich als Erwachsene bewusst taufen lassen und ihr Leben Gott und der Bibel anvertraut. Heute gibt sie sogar Bibelunterricht für indigene Schüler aus fast 10 verschiedenen indigenen Völkern. Das zeigt, ja, auch Indigene können den mennonitisch-täuferischen Glauben annehmen. Manche traditionellere Mennoniten verbinden den Begriff zwar stark mit der eigenen Geschichte, Sprache und Tradition und deshalb eher als kulturelle Zugehörigkeit, aber die offizielle Position der Mennonitischen Weltkonferenz ist eine andere, nämlich Mennonitsein hängt nicht von Herkunft oder Kultur ab, sondern allein vom Glauben und der bewussten Entscheidung für ein Leben mit Gott. Indigene nehmen das Christentum synkretistisch an, das heißt, sie mischen es mit ihren eigenen Traditionen. Aber zurück zur Frage, wer darf sich jetzt Mennonit nennen? Die Antwort auf die Frage ist, der Glaube ist der Kern. Bei den Mennoniten entscheiden sich die Menschen also aktiv für Gott, egal welche Sprache oder Kultur. Mehr über Mirta Perez, die erste paraguayische Indigene, die ihren Masterabschluss in einem englischsprachigen Land gemacht hat, kannst du erfahren in einem meiner Artikel in den Asunción Times oder auf meinem zweiten Kanal Learn All Over. Wie sieht es weltweit mit der Mennonitengemeinde aus? Weltweit gibt es übrigens rund 2 Millionen, besonders viele in Afrika und Asien. Wachstumsmäßig kann man generell sagen, die Südhalbkugel ist am Wachsen, während die Nordhalbkugel schrumpft. Aber Paraguay ist ein Sonderfall. Wie sieht es aus, wenn man direkt in der Gemeinde Neuland nachfragt? Ist die Mennonitengemeinde heute eigentlich am Wachsen oder am Schrumpfen? Die Kirchengemeinde hier, ist die eigentlich am Wachsen? Ich frage, weil bei uns zu Hause in Österreich werden die Gemeinden ja eigentlich immer kleiner, weil immer weniger Leute in die Kirche gehen. Ja, es ist eine Tendenz, die wahrscheinlich ihre Wellen auch bis uns schlägt. Also wenn wir die letzten Jahre beobachten, bei uns ist es natürlich auch immer so, dass Leute, die sich jung hier aufnehmen und taufen lassen, die gehen danach meistens noch studieren. Immer mehr Prozente unserer jungen Glieder gehen danach studieren. Das heißt, die gehen einmal weg und kommen dann hoffentlich auch irgendwann wieder zurück in die Gemeinde oder zurück in die Kolonie, zurück in die Arbeit. Ja. Aber die Kirche an und für sich, diese Muttergemeinde, bleibt in den letzten 5 Jahren, würde ich mal so sagen, einigermaßen stabil. Im Paraguay stagniert es also. Die Mennoniten machen hier ca. 0,5% der Bevölkerung aus. Die Hälfte der rund 40.000 Mennoniten im Paraguay sind nicht europäischer Herkunft. Nämlich 27% Indigene und 23% Lateinparaguayer sind getaufte Mennoniten. Sie teilen den Glauben, auch wenn sie Lengua, Nivakle oder Guarani sprechen. Mennoniten sind also keine Ethnie, sondern eine Glaubensgemeinschaft, offen für alle. Übrigens, weltweit sind 2/3 der Mennoniten anderer oder ohne europäische Abstammung. Die meisten, wie gesagt, in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die meisten Mennoniten europäischer Abstammung leben in Nordamerika, nämlich 30%, und Europa mit 3%. Wenn du die ungeschnittenen Interviews mit meinen Gesprächspartnern sehen möchtest, schau in die Mitgliedervideos. Und stimme jetzt in den Kommentaren ab, was du beim nächsten Mal sehen möchtest. Vielleicht Bildung, Indigene, Frauen, Reittherapie, Landwirtschaft. Ich freue mich auf deinen Kommentar und aufs Vorbereiten. Bis zum nächsten Mal.